Hast du dich schon mal gefragt, warum deine Zeichnungen manchmal schief oder flach aussehen, obwohl du das Motiv eigentlich exakt vor Augen hattest? Genau das hatte ich auch. Und die Lösung ist viel einfacher, als du denkst, und zwar Formen. Heute zeige ich dir, warum es so wichtig ist, in Formen zu denken und warum du damit automatisch besser malen kannst. Egal, ob es dabei um Menschen, Tiere oder Objekte geht. Ich ertappe mich selber regelmäßig dabei, wie ich beim Abzeichnen einfach Grundformen ignoriere. Und dann wundere ich mich, warum die Hand zu groß ist, der Arm komisch aussieht oder die Augen in eine völlig andere Richtung gucken als der Kopf. Erst als ich ganz bewusst in 3D-Formen gedacht habe, haben sich meine Zeichnungen schlagartig verbessert, was Proportionen und Perspektive angeht. Und das Beste daran ist, seitdem passieren mir so viel weniger Fehler, die mich früher einfach extrem frustriert haben. Bevor wir in den 3D-Bereich gehen, musst du auf jeden Fall die 2D-Formen sicher beherrschen. Also Kreise, Quadrate und Dreiecke. Klingt langweilig, ist es aber nicht wirklich. Denn sie sind die Basis für alles, was du später machst. Wenn du mit meinem ersten Video Zeichnen lernen ab Tag 1 schon ein wenig geübt hast, sollten dir die einfachen Formen sehr leicht fallen. Alles, was du jetzt üben musst, ist, sie möglichst gleichmäßig zu zeichnen. Nimm dir Schmierpapier und etwas Zeit dafür. Wichtigste Grundform überhaupt. Warum? Weil sich einfach fast alles in deiner Umgebung auf Würfel, Quader und allen möglichen Varianten davon zurückführen lässt. Ein Tipp: Übe Würfel so, als würdest du sie drehen. Fang mit einer Vorderseite an, zeichne den Würfel dann nach und nach in allen Perspektiven, um ein Gefühl für die räumliche Darstellung zu bekommen. Am besten übst du die verschiedenen Perspektiven ein paar Mal, um sie zu verinnerlichen. Wenn du eine wirklich große Herausforderung haben möchtest, versuche ein paar Perspektiven, die nicht ganz so einfach sind. Viele Anfänger stolpern hier an der Stelle, denn eine Kugel wirkt auf den ersten Blick sehr flach, dadurch, dass man nur den Umriss sieht. Mein Tipp: Teile die Flächen in Linien ein, am besten in verschiedenen Richtungen. Alternativ kannst du eine Seite leicht schattieren. Dein Gehirn wird sofort verstehen, das ist 3D. So kannst du aus einer Kugel zum Beispiel auch ein gutes Oval machen oder 3D-Figuren eine unebene Oberfläche verleihen. Wenn die Grundformen sitzen, kannst du sie frei zu anderen Objekten zusammensetzen. Fast alles, was du zeichnen willst, lässt sich in Grundformen zerlegen. Ein Arm zum Beispiel in einen Zylinder, beziehungsweise 2 Zylinder und eine Kugel, wenn er gebeugt ist. Ein Kopf ist eine Kugel und eine Blume kann man aus mehreren Ovalen zusammensetzen. Das macht komplexe Motive plötzlich total einfach, oder? Schauen wir uns das an einer Blume an. Zuerst ein Zylinder als Stängel, oben eine Kugel, darauf mehrere Ovale für die Blütenblätter. Und jetzt versuch das Ganze in deinem Kopf zu drehen und anhand der 3D-Figuren die Blume in eine andere Perspektive zu versetzen. Plötzlich sehen deine Blumen so viel dynamischer aus. Plötzlich kannst du Blumen aus allen Perspektiven zeichnen, ohne viel überlegen zu müssen. Der Trick ist, du musst nicht jedes Motiv 100-mal üben, um besser zu werden. Wenn du Formen zeichnen kannst, kannst du einfach jedes Motiv zeichnen. Formen sind wie das Alphabet. Hast du die Buchstaben einmal gelernt, kannst du jedes Wort auf der Welt schreiben. Also mein persönlicher Tipp an dich: Übe keine Motive, übe Formen zu zeichnen. Mit der Zeit wirst du merken, dass du sehr viel sicherer im Abzeichnen wirst und wirst irgendwann deine ganz eigenen Motive entwerfen können. Und jetzt bist du dran. Schreib mir doch gerne unten in die Kommentare rein, was dir an diesem Video weitergeholfen hat. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, um mich und diesen Kanal zu unterstützen. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Tipps und Tutorials mehr verpassen kannst. Und wenn du dran bleibst, verspreche ich dir, mit Übung kannst du richtig tolle Bilder zeichnen. Also nicht vergessen, no paint, no gain.